Hey Leute und willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute wollte ich euch einige schaurige Halloween-Snacks zeigen. Lasst uns mit dem Spektakel beginnen. Für unseren Hexentrank brauchen wir einmal Götterspeise, saure Würmer, ein paar kleine Smarties, schwarze Lebensmittelfarbe und Schlagsahne. Und das sind alle Sachen, die wir dafür brauchen. Als erstes müsst ihr den Wackelpudding vorbereiten, ein ganz kleines bisschen abkühlen und dann vorsichtig in die Gläser kippen. Nun kommen die sauren Würmer zum Einsatz und die Smartie-Augen. Da habe ich einfach einen schwarzen Punkt auf die Smarties immer gemacht. Und dann versuche ich noch ein paar rausguckende Würmer zu machen. Das Ganze muss dann erstmal in den Kühlschrank und danach kommt dann die Schlagsahne rauf. Und so sehen nun die fertigen Hexentränke aus. Für die Spinnnetze braucht ihr einmal Salzstangen, Schokolade zum Schmelzen, ein paar Smarties, schwarze Lebensmittelfarbe und Streusel. Und das ist alles, was wir für die Spinnnetze brauchen. Immer 6 Salzstangen zusammenlegen und die Streusel schon mal vorbereiten, dann die Schokolade schmelzen und in eine Tube füllen, dann solche Spinnnetzformen einfach rumherum herzeichnen und die Streusel verteilen, in der Mitte dann die Spinnenaugen platzieren. Lecker Spinne! Und so sehen die fertigen Spinnnetze aus. Ich habe hier ein paar zu Spinnen umfunktioniert, dass es halt nur eine Spinne ist, weil die Schokolade alle war. Aber das macht ja nichts für die Leute, die weniger Schoko mögen. Für die gesunden Kürbisse braucht ihr einmal Mandarin oder Clementin und einmal dicke Brezeln. Wenn ihr die dann abgewaschen habt, könnt ihr euch entscheiden, ob ihr die Variante mit Schale machen möchtet oder ohne, weil ohne wird schneller trocken. Bei der ohne Schale ist natürlich klar, dass ihr die einmal schälen müsst. Und dann nehmt ihr euch eine Brezel und brecht euch so eine runde Ecke ab und steckt das einfach hier rein. Und fertig ist der Kürbis. Bei der anderen Variante macht ihr das einmal von dieser Seite etwas auf, dass sozusagen dieses Teil hier rauskommt und die Mandarine halb aufgeschält ist. Dann sollte es so aussehen und ihr könnt euch wieder ein Stück abbrechen und es da reinstecken. Und so wird der Kürbis nicht so schnell trocken. Und so sehen unsere Kürbisse aus. Ich habe hier noch die Mandarinschale, ich glaube das waren Mandarin oder Clementin, rumgepackt. Das riecht nämlich immer so gut und es sieht auch ein bisschen frecher aus. Für die Paprikamonster brauchen wir einmal diesen Teig hier, Mini-Paprikas und ein paar Augen. Für die Mumien Teigbürstchen, Augen. Für die Gruselfinger Teig, ein paar Mandeln. Und das ist alles, was man für ein paar Teigmonster braucht. Als erstes räumen wir den Teig aus und schneiden ihn in ganz viele kleine Streifen. Den Deckel der Paprika abtrennen, sodass man ihn wieder raufpacken kann und die Paprika entkernen, sodass sich später wieder ein Ganzes ergibt. Nun wickelt ihr einfach die Streifen rum. Dieses Rezept ist wirklich was für Jung und Alt. Das geht ganz einfach. Bei den Würstchen genau das gleiche Prinzip, außer dass ich so ein kleines Gesicht freilasse. Bei den dicken Fingern ist es etwas anders. Ihr nehmt euch einfach Teig und rollt es zur Wurst und steckt eine Mandel als Fingernagel rein und verziert es dann noch mit Falten. Jetzt kommt das Ganze in den Backofen bei 190 Grad für 15 Minuten. Die Wurst aber bitte früher rausnehmen, sonst wird sie nämlich schwatt und die Finger müssen noch etwas länger. Die Augen befestige ich hier jetzt mit Lebensmittelfarbe, das gibt einen schönen bunten Mund. Und ein Tipp, ihr könnt noch Sachen zum Befüllen der Paprika hinstellen oder ihr macht es vorher, das schmeckt nämlich auch richtig gut. Großmutter, warum hast du so große Hände? Damit ich dich besser packen kann. Für die nächste Sache braucht ihr einmal Schokoküsse, und zwar die weißen. So dicken Gummibärchen nehmen, Lebensmittelfarbe. Und damit werden jetzt Augen gemalt. Und so sehen die kleinen Gespenster aus. Am besten nehmt ihr ganz wenig, weil das hält nicht so gut auf den Schokoküssen. Für die Spinnenkekse brauchen wir einmal Kekse, Augen, Salzstangen, Dip nach Wahl oder so ein Käse. Dafür dann einmal Salz und Pfeffer. Und das ist alles, was wir für die Spinnenkekse brauchen. Kekse einfach auslegen und mit dem Dip oder Frischkäse bestreichen. Dann die Salzstangen in kleine Stücke brechen und so verteilen, dass sie unter den Keks passen. Den Deckel drauf packen und mit Lebensmittelfarbe ein paar Augen drauf machen. Für das Veggie-Meal brauchen wir einmal Reiswaffeln Natur ohne Salz, Salz, Pfeffer, Hackgewürz, Paprikagewürz, ein bisschen Knoblauch, Tomatenmark, eine Zwiebel, ein bisschen Öl und für unsere Gehirne dann noch ein paar Mini-Brötchen. Und das ist alles, was wir für die Gehirne brauchen. Das Ganze packen wir dann einfach alles in eine Schüssel bis auf die Brötchen.
natürlich auch die Zwiebel und dann kommt da ein bisschen Öl drauf und wir rühren das Ganze um. Und so sieht das Ganze aus und dann müssen wir nur noch die Brötchen aufbacken. Ich wollte als Gehirn gehen, aber dann wäre ich unsichtbar gewesen. Für die Weintraubenaugen braucht ihr einmal Weintrauben und Augen. Das ist eines mit der einfachsten Rezepte. Einfach die Weintrauben in Hälfte schneiden, etwas Lebensmittelfarbe verteilen und die Augen drauf. Vielleicht habt ihr noch was Klebriges, damit die Augen besser halten, sonst steckt ihr die einfach so rein. Großmutter, warum hast du so große Augen? Damit ich dich besser sehen kann. Für die Taco-Monster brauchen wir Taco-Shells, 2 Zwiebeln, Lebensmittelfarbe, verschiedenes Gemüse nach Wahl, eine Pepperoni-Soße darf natürlich auch nicht fehlen und verschiedenen Käse. Für die Augen einmal Feta-Käse. Und das ist alles, was ihr für die Taco-Monster braucht. Das Hack als erstes gut anbraten und die Zwiebeln hinzufügen. Den Taco so füllen, wie ihr mögt und die gruseligen Details hinzufügen. Großmutter, warum hast du so einen großen Mund? Jetzt brauchen wir einmal 500 Gramm Mehl, Zucker nach Wahl, 250 Gramm Butter, 2 Eier, 2 Teelöffel Backpulver, eine Tüte Vanillezucker, Zitronenschale, Vanillearoma, Zitronenaroma, Lebensmittelfarbe, Puderzucker, Streusel zum Dekorieren, diese Bonbons, Keksausstecher und das ist alles, was ihr für die Kekse braucht. Den Teig vorbereiten und das Rezept verlinke ich euch, das habe ich hier schon auf meinem Kanal geteilt. Und jetzt einfach den Teig kneten und ich habe verschiedene Sorten gemacht. Und zwar einmal Zitrone mit Zitronenaroma, einmal einen schwarzen Teig, dann einmal einen mit Kokos und ein bisschen Vanille, dann hier mit Schoko und Mandeln und einen nur mit Vanille. Das Ganze muss jetzt für circa eine halbe Stunde bis Stunde in den Kühlschrank. Wenn es bei euch allerdings auch draußen so kalt ist, könnt ihr es auch draußen hinstellen. Vergesst allerdings nicht, den Deckel drauf zu machen. Die Bonbons müsst ihr klein hauen und dann auf den Plätzchen so verteilen in den Löchern, dass es schmelzen kann. Knusper, Knusper, Knöschen. Wer knabbert da an meinem Häuschen? Sag schnell was. Der Wind, der himmlische Kind. Ist klar, mein Junge. Verkauf mich nicht als Dösbaddel. Ich glaube, ich hab hier mein Leckerbissen heute gefangen. Für die gesunden Monster braucht ihr Honigmelone, Gurke, Kürbisausstecher und Metallstrohhalm. Und das ist alles, was ihr für die Obstgemonster braucht. Gemüse schälen und waschen. Und dann kleine Scheiben schneiden, die so ein bisschen geisterförmig sind, etwas weiter abrunden und ein Zickzackmuster unten rein. Dann mit dem Metallstrohhalm noch Augen ausstechen. Die Melone in Hälfte schneiden und dann in großzügige Stücke teilen, sodass euer Ausstecher drauf passt. Meiner ist leider etwas groß, ich empfehle euch einen kleineren. Am besten auch ohne Mund und Augen, das ist nämlich richtige Fummelarbeit. Für die Kürbisse braucht ihr Müsli, Honig, dicke Salzstangen, Schokoblätter, Vanillearoma, weiße Schokolade und das ist alles, was ihr für die Schokokürbisse braucht. Zuerst die Schoko erwärmen, vorsichtig, so sieht es aus, wenn es zu heiß war, dann ist sie klumpig und es geht nicht mehr zurück. Die Lebensmittelfarbe hinzufügen, spätestens jetzt könnte es klumpig werden, dann einfach Öl hinzufügen, das Ganze umrühren, in dem Falle ist es nicht so schlimm. Honig und das Vanillearoma hinzufügen, jetzt noch die Crunchies rein, also das Müsli und dann einmal schön ordentlich durchknirschen und alles kaputt machen, weil es so Klumpen sind, so dass ihr gut Kürbisse daraus formen könnt und dann oben die Salzstange reinmacht. Das Blatt befestigt und das Ganze kommt in den Kühlschrank. Für den Schokopudding brauchen wir natürlich einmal Schokopudding, ein bisschen Schokolade, schwarze Lebensmittelfarbe, ein paar Schokotröpfchen, Kekse, 400 Milliliter Milch und das sind alle Sachen, die wir dafür brauchen. 2 Blöcke von der Schokolade aufschmelzen lassen, dann die Milch hinzugeben, das Ganze schön umrühren, aufkochen lassen und dem Puddingrezept folgen. Tipp: Schichtet auf jeden Fall noch verschiedene andere Sachen, dann schmeckt es noch besser. Dann muss es im Kühlschrank und wir bereiten in der Zeit die Kekse vor. Ich habe die Puddings mit verschiedenen Sachen dekoriert und zwar hier einmal Streusel, Kekskrümel, dann Oreos, um das Ganze noch etwas mehr aufzupeppen. Hier habe ich auch normale, ohne irgendwelche Zutaten und hier noch einmal Marshmallow, wie bei Beetlejuice. Süßes, sonst gibt's Saures. Für die Schokomonster braucht ihr weiße Schokolade, Lebensmittelfarbe in schwarz und grün, dicke Salzstangen, Mandeln, Oreos und Augen. Und das ist alles, was ihr für die Schokomonster braucht. Natürlich müssen wir zuerst wieder die Schoko schmelzen und dann gebe ich das Ganze mit einem Löffel über die Salzstange
und drehe das dann so auf dem Kopf, dass das Ganze wieder runterläuft, sodass nicht so viel überflüssige Schoko auf dem Teil. Auf dem Herd ist es nicht immer einfach mit der Schoko aufwärmen. Es wird sehr schnell zu heiß und mit Lebensmittelfarbe total klumpig. Deswegen habe ich etwas Öl hinzugepackt und das in den Backofen getan, damit ich es noch retten konnte. Die Mandeln hatte ich vorher auch schon in Schoko und jetzt klebe ich sie als Fingernagel auf die grünen Sticks drauf und mache noch immer mit dem Löffel ein paar Muster. Genau wie bei den Geistern, da habe ich mir etwas Lebensmittelfarbe mit dem Zahnstocher zurechtgelegt, male ein paar Gesichter drauf. Und so sehen jetzt die fertigen Schokogeister aus. Wie gesagt, Schokolade aufwärmen und ich, wir können einfach nicht miteinander. Aber ich finde, sie sind trotzdem gut geworden und das macht sie auch etwas ich kann schon nicht mehr sprechen. Aber das macht die auch ein bisschen spooky, deswegen finde ich es nicht schlecht. Die Finger finde ich auch richtig cool und den Finger von Beetlejuice habe ich versucht zu machen. Das ist so ein alter Film, den habe ich geguckt. Ich muss sagen, erst fand ich den langweilig, aber er wurde auf jeden Fall richtig gut. Für die Apfelmonster braucht ihr verschiedene Äpfel, Pflaume, kleine Marshmallows, Frischcreme, Salzstangen, Lebensmittelfarbe und Augen. Und das ist alles, was ihr für die Apfelmonster braucht. Zuerst müsst ihr den Apfel in 4 große Teile teilen und natürlich entkehren. Dann so eine Art Mund reinschnitzen. Am besten nicht zu tief, sonst habt ihr nämlich ein Loch komplett durch. So wie ich das nämlich geschafft habe. Natürlich kann man es auch so essen, aber das Ganze funktioniert nicht so. Und dann füllt ihr den Mund mit dem Quark voll, so dass wir dann die Marshmallows da reinstecken können und das Ganze hält, also schön dick. Nun wird das Ganze noch mit Lebensmittelfarbe dekoriert. Bei den Monstern fast das gleiche Prinzip, nur dass ihr die Mundhöhle etwas kleiner macht, dass ihr Platz für die Augen habt. Jetzt ist Fingerspitzengefühl gefragt und zwar müsst ihr die Salzstange in kleine Stücke brechen. Das ist übrigens auch ein richtig cooles Partyspiel. Wer als erstes so eine bestimmte Anzahl von 10 in sein Monster gesteckt hat, hat gewonnen. Die Salzstangen werden nämlich auch sehr schnell pappig, deswegen, das ergibt dann aber diesen schaurigen, ekligen Halloween-Vibe, dass ihr so zermanschte Salzstangen da drin habt. So schlagt ihr dann 2 Fliegen mit einer Klappe. Ihr habt ein lustiges Spiel und ihr müsst den Snack nicht ganz selber machen. Übrigens habe ich die Pflaume vergessen, weil ich so konzentriert war, die Salzstangen hier reinzustecken. Und das wäre eigentlich als Zunge noch dazu gekommen. Ist aber eigentlich ganz einfach. Ihr müsst einfach ungefähr eine Zungenform schneiden. Hier dann platzieren und mit dem Frischkäse befestigen. Und ganz einfach zu machen, mit Schlagsahne ein gruseliges Motiv auf die Torte zu bringen. Auch sehr zu empfehlen sind diese Gruselkekse, die in der schwarzen Packung sind allerdings für Ältere, den Sprüchen, die da draufstehen. Hier habe ich noch ein paar gruselige Rezepte für euch. Um keine weiteren Videos mehr zu verpassen, abonniert doch gerne den Kanal. Und los geht's mit den Outtakes! I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Für die Marshmallow-Zombies braucht ihr große Marshmallows, Kekse, Lebensmittelfarbe in grün, weiße Konfitüre und Augen. Und das ist alles, was ihr für die Marshmallow-Monster braucht. Zuerst müsst ihr die Schokolade schmelzen und dann grün einfärben, die Kekse auslegen und die Marshmallows in die Schokolade dippen und auf den Keks befestigen. Und so sehen die unfertigen Monster aus. Ich frage mich manchmal, wie lost kann man sein? Wieso habe ich die nicht fertig gemacht? Happy Halloween! Happy Halloween!